Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch die Navigation mit dem Garmin Explorer 2 zeigen. Ich bin jetzt gerade schon die Strecke gefahren und möchte euch einfach mal zeigen, wie das Ganze in der Praxis aussieht, was es vielleicht für Einschränkungen gibt oder auch nicht und wie das dann entsprechend sich hier widerspiegelt. Ich würde einfach sagen, wir fangen einfach direkt an. Viel Spaß! Ja, da haben wir das gute Stück, der Garmin Explorer 2. Ich muss ein bisschen entschuldigen, wenn man das Handy so ein bisschen im Hintergrund sieht, das kriege ich nicht ganz so raus. Ich will euch erstmal zeigen, bevor wir losfahren, was wir im Groben hier alles so sehen. Wir sehen einmal hier, wir haben hier oben, ich habe aktuell 3 Profile, es sind standardmäßig hier 3 Profile ausgewählt, Indoor, Rennrad und Offroad. Wir sehen jetzt hier oben die letzte Strecke, die ich jetzt ausgewählt habe. Das ist die Strecke, die wir jetzt gleich fahren. Ich habe dann einmal die Möglichkeit, hier dann zu navigieren, beziehungsweise sehe dann auch hier die Strecke, die jetzt hier entsprechend ausgewählt worden ist. Wir sehen hier eine Übersicht der Strecken, die aktuell hier synchronisiert worden sind. Ich habe die alle über Komoot geplant und die entsprechend über Garmin Connect dann synchronisiert. Dann sehen wir auch nochmal einen Überblick, wann Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist. Wir sehen auch in 5 Stunden 14 geht die Sonne unter. Wir bekommen hier auch mal so eine Liste angezeigt, wann das immer entsprechend ist pro Tag. Was wir dann auch ebenfalls nochmal sehen, ist dann die Wetteraussichten, wie das dann hier aussieht. Da kommen wir hier so eine kleine Prognose angezeigt, wie es in den nächsten Stunden aussieht. Wir sehen hier, es bleibt trocken, also wir kommen in keinen Regen. Dann sehe ich auch nochmal eine Übersicht meiner VO2 Max und es ist so, ich habe noch bis jetzt gerade noch keinen Leistungsmesser gehabt, den habe ich jetzt heute erst installiert. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich euch mal mit der Kompatibilität und so weiter. Da braucht ihr auf jeden Fall ein Leistungsmesser und einen Brustgurt bzw. einen Herzfrequenzsensor, der hier die Sachen misst und dann bekommt ihr auch ein VO2 Max fürs Radfahren angezeigt. Ihr könnt das Ganze aber auch mit zum Beispiel der Enduro 2 machen oder in meinem Fall, was ich jetzt anhabe, die Forerunner 955. Die können Herzfrequenz senden, die senden auch auf das Edge und beziehungsweise auf den Explorer in diesem Fall. Dann können wir noch eine Position suchen, wir bekommen noch eine Erholungszeit angezeigt und ein Protokoll und eine Benachrichtigung und so habt ihr das alles auf einen Blick. Es ist gegenüber dem Edge 1040 doch etwas, ich sag mal, rudimentärer gehalten. Der Fokus liegt hier eindeutig auf die Navigation. Man kann zwar Leistungsmesser und so weiter mitnehmen, aber das ist auf jeden Fall nicht das Kernfeature dieses Gerätes. Dennoch habt ihr die Möglichkeit, alle Sensoren, die es gibt, zu verbinden. Also wenn wir hier reingehen, sehen wir, ich habe jetzt hier mehrere Herzfrequenzsensoren verbunden, aber auch Kadenz oder auch Leistungsmessung bzw. Indoor-Leistungsmessung ist auch alles möglich. Das heißt also, da seid ihr jetzt nicht eingeschränkt. Der Unterschied zum 1040 ist zum Beispiel auch, dass ihr hier Trainings machen könnt. Zum Thema Training, ihr könnt hier natürlich auch Trainings machen, die sind aber etwas rudimentärer gehalten. Also ihr könnt euch Ziele einrichten oder gegen eine Aktivität antreten. Das bedeutet, wenn ihr was gemacht habt, könnt ihr mal nochmal dagegen fahren und habt dann so einen kleinen Push, euch selber zu schlagen. Dann haben wir noch Sicherheit und Tracking, das heißt Garmin Live Track ist auch dabei. Ihr könnt dann einer Person, die ihr kennt, entsprechend oder die ihr hinterlegt habt, die Daten schicken. Dann sieht die erstmal, wo ihr unterwegs seid. Und wenn ihr eine Tour geplant habt, sieht die auch, wo ihr dann noch hin wollt. Und so habt ihr ein bisschen Sicherheit und wisst, dass dann jemand noch weiß, wo ihr gerade unterwegs seid. Wichtig an der Stelle ist aber, dass ihr dann immer hier ein Handy dabei haben müsst, weil der Explorer 2 hier keine LTE-Verbindung hat. Das müsst ihr entsprechend das mobile Gerät machen. Das muss dann entsprechend wie gesagt, dabei sein und es muss auch Netz haben. Ich möchte aber sagen, gehen wir mal in die Navigation hinein. Da gehen wir einfach auf den Punkt Navigation. Ich habe jetzt hier eine Strecke geplant mit Komoot und habe das Ganze über Garmin Connect synchronisiert. Wir sehen hier, wir können einmal hier Punkte suchen. Da sehen wir jetzt alles, was hier so in der Nähe ist, Parks, Restaurants, also das ist auch alles enthalten. Da könnt ihr euch entsprechend hin navigieren lassen. Wir können einfach mal aus Spaß was aussuchen, nehmen einfach mal ein Restaurant. Und dann sehen wir hier, bekomme ich dann alle Sachen mal in der Nähe angezeigt, beziehungsweise auch dann, ich mache jetzt asiatisch. Und dann sehen wir hier einfach die nächsten Asiaten hier in der Nähe. Da habt ihr auch die Möglichkeit. Ich möchte jetzt mit euch aber eine Strecke fahren, die ich jetzt schon geplant habe. Das ist die Strecke hier oben. Die wählen wir jetzt mal aus. Und dann bekommen wir auch schon eine kleine Übersicht angezeigt. Wir sehen einmal hier, was für eine Distanz wir fahren, welche Zeit geschätzt wird, beziehungsweise wir sehen auch in der Übersicht nochmal, welche Geschwindigkeit angenommen wird, welche Höhen wir vor uns haben, beziehungsweise bekommt dann auch, wenn es entsprechend aktiviert hat, in der Aktivität Climb Pro angezeigt. Climb Pro, das zerlegt eure Route bzw. eure Strecke in verschiedenen Teilabschnitten, wenn mehrere Steigungen drin sind. Ich habe jetzt nur eine Steigung drin. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 3 oder 4 Steigungen habt, dann sind ja auch entsprechend 3 oder 4 Anstiege dabei. Die Anstiege werden dann hier nochmal zerlegt in Farben. So könnt ihr dann immer einfach euren Anstieg planen. Wie das Ganze nachher aussieht, zeige ich euch dann mal im Live-Betrieb. Aber so habt ihr dann eine kleine Übersicht, wie sich das Ganze zusammensetzt. Wir sehen hier ein paar rote Passagen drin, aber auch ein paar grüne zum Entspannen. Und dann würde ich einfach sagen, wir legen jetzt einfach mal mit dem Explorer 2 los.
Ja, was man im Explorer ganz gut sieht, obwohl ich jetzt hier keinen Wattplan machen kann für die Strecke, ich bekomme trotzdem hier steht gerade übrigens alles 0, hier die Wattzahl angezeigt. Ich bin gerade den Berg hochgefahren und sieht man ganz gut, wie da die Wattzahl hochgegangen ist und entsprechend hier bekommt ihr das Ganze dann angezeigt. Ihr könnt euch auch die Herzfrequenz anzeigen lassen in der Kurve zum Beispiel. Ich habe jetzt aktuell den Garmin ProCode hier verbunden. Wir sehen hier 150 Schläge und so sieht man auch entsprechend einen Verlauf. Wenn wir uns dann nochmal Climb Pro angucken im Detail, wir sehen jetzt einmal hier den Anstieg, den Berg, wo wir gerade drin sind. Das ist hier der Pin, den wir haben. Da sind wir jetzt gerade unterwegs. Und wenn wir jetzt mal weitergehen in Climb Pro, das wäre hier. Hier sehen wir jetzt der Pin, den bin ich gefahren. Und der Rest steht noch vor mir, 11,1 Kilometer auf 415 Höhenmeter Steigung. Und wir sind momentan auf 168 Höhenmeter. Das ist gerade runtergegangen, tatsächlich interessant. Ja, beim Edge Explorer ist es auch so, ihr bekommt etwa 60 Meter vorher einen Signalton, dass ihr dann abbiegen müsst. Wir sehen auch hier die Pfeile, beziehungsweise auf der Karte sehen wir dann, wo wir lang müssen, Richtungspfeile, weil ich dann später die gleiche Strecke nochmal zurückfahre. Und wir sehen hier den schwarzen Pfeil, beziehungsweise kleinen Pfeil, die Richtung. Und der große Dicke sagt einfach dann, dass wir hier entsprechend abbiegen müssen. Und wir bekommen ein akustisches Signal und ein Piepsen dann quasi 60 Meter vorher und dann nochmal kurz vor der Kreuzung. Wir sehen jetzt hier, dass ich hier eine Doppelung der Route drin habe. Das heißt, ich komme nachher von hier oben runter und ich fahre jetzt aber hier links ab. Das bedeutet, wir sehen jetzt einmal den Pfeil, der nach links abbiegt, beziehungsweise auch die Richtungspfeile, die uns anzeigen, wie der Weg weitergeht. Und so kann ich das Ganze etwa einordnen. Ja, wenn ich nicht ganz sicher bin, wo es sein soll, wo es jetzt dann hingehen soll und kann dann hier entsprechend das Ganze planen. Und wir sehen jetzt auch hier wird es gleich dunkelrot, das heißt, hier geht es gleich richtig hoch. Ganz kurz die Karten anzuschauen. Wir sehen jetzt hier eine Wegkreuzung beziehungsweise entsprechend hier ein Waldweg und wir sehen das Ganze auch sehr gut am Explorer dargestellt. Wir haben jetzt hier 70% Helligkeit übrigens und wir sehen jetzt hier einmal die Strecke, wo wir hergekommen sind. Das ist jetzt hier der Bereich hier unten, da sind wir hergekommen und hier fahren wir jetzt geradeaus. Das heißt also, von hier hinten kommen wir jetzt überraschenderweise und wir sehen jetzt auch hier, dass wir dann entsprechend hier links weiter müssen. Also wir müssen hier runterfahren und jetzt nicht hier hoch. Das bekommt ihr wirklich sehr gut angezeigt. Wir sind hier der Abbiegehinweise schon gekommen, deswegen steht hier 250 Meter. Bisher hatte ich alle Abbiegehinweise bekommen, also ich hatte noch keinen einzigen, der gefehlt hat. Das ist schon mal sehr positiv. Das hatte ich in der Vergangenheit nicht so. Da hat sich scheinbar mit dem Update irgendwas geändert. Auf jeden Fall ist es schon mal positiv hervorzuheben. Wir sehen auch hier, es geht leicht runter. Und wir sagen, wir fahren jetzt mal weiter. Ja, was der Explorer 2 ebenfalls noch anbietet, sind Wegpunkte. Das ist ja mit den Phoenix Uhr neu dazugekommen. Wir sehen jetzt hier bei der Navigation, ich habe jetzt einfach mal Wegpunkte in Garmin Connect eingefügt. Da könnt ihr alles Mögliche einfügen, Sehenswürdigkeiten, Wechselzonen, Anstiege, Verpflegungsstationen, also alles. Und ihr könnt es auch selber benennen. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Standards eingeführt. Wir sehen hier zum Beispiel in 5,1 Kilometer eine starke Steigung, in etwa 8,87 Kilometer dann eine Verpflegungsstation und oben ein Flugzeug, das wieder stört. Dann hier nochmal einen kleinen Ausblick in die Steigung, beziehungsweise in Climb Pro. Wir sehen jetzt hier, wir sind jetzt mitten am Berg, so ein Viertel haben wir jetzt geschafft. 8,74 Kilometer stehen noch vor uns, 314 Höhenmeter. Wir sind aktuell auf 274 Höhenmeter und der Wimpel, beziehungsweise der Zapfen da, das ist das, wo wir gerade hier stehen, beziehungsweise wo wir gerade sind. Aber ich würde sagen, wir radeln dann mal weiter. Ja, noch ein paar Worte zum Kartenmaterial. Auch wenn es das günstigste Gerät gerade ist, was neu rausgekommen ist, der Explorer 2, hat es trotzdem genauso die gleichen Karten wie der Edge 47 und hier muss man auf nichts verzichten. Wir sehen jetzt auch hier ist eine, wie soll man das bezeichnen, so ein Dreieck können wir ganz gut erkennen. Wir sehen jetzt hier, wo wir lang müssen, beziehungsweise wir müssen jetzt hier links lang. Sehen auch hier die Streckeverfolgung oder Streckefolgung, wie es ja aussieht. Ja, wir sehen jetzt hier, der Weg einmal geht da lang, beziehungsweise da hinten, das sehen wir jetzt nicht, geht hier lang.
Und dann gibt es hier nochmal so ein Dreieck, das geht hier runter und da kommen wir jetzt also her. Und das wird wirklich sehr gut auf der Karte wiedergegeben. Also man kann sich wirklich sehr, sehr, sehr gut hier orientieren und weiß immer, wo man entsprechend unterwegs ist. Auch Flüsse sind eingezeichnet, Bäche, also ist alles dabei, was das Herz begehrt. Ja, wir wollen jetzt mal ganz kurz das Rerouting testen. Wir sehen hier, wir müssen eigentlich rechts abbiegen und wir fahren jetzt einfach mal links weiter. Wir sehen jetzt hier, entsprechend geht es rechts weiter und wir wollen aber jetzt links, wie gesagt, mal testen, wann das Rerouting einsetzt. Ja, jetzt bekommen wir auch dann direkt das Rerouting angezeigt. Wir sehen jetzt hier ja, einen Vorschlag, beziehungsweise, ja, das ist gerade weggegangen. Jetzt, ja, mir wird eigentlich jetzt gerade angezeigt, dass ich eine alternative Route fahren soll, beziehungsweise wenn wir jetzt mal rausscrollen, sehen wir, dass er mich dann wieder hier zurück navigiert auf die Strecke, beziehungsweise mir hier dann, wie gesagt, die Alternative anbietet. Wir können auf die Hand drauf gehen, können uns das dann entsprechend anschauen, wie wir dann da wieder zurückkommen. Ja, dann komme ich mal zum Fazit zum Garmin Explore 2. Der Garmin Explore 2, wie es der Name schon sagt, hat den Hauptfokus oder beziehungsweise Hauptaugenmerk auf die Erkundung und das macht er auch wirklich sehr gut. Ihr müsst bei der Navigation keinerlei Abstriche machen, also im Zuge der Abbiegehinweise der Karten. Die Abbiegehinweise funktionieren seit dem letzten Update auch wirklich sehr gut. Das heißt, ich habe bis jetzt eigentlich gar keinen einzigen Abbiegehinweis gehabt, der nicht erschienen ist. Also das hatte ich in der Vergangenheit schon anders. Der einzige Unterschied ist zum Beispiel gegenüber einem Garmin Edge 1040, dass er zum Beispiel bei der Navigation noch die Möglichkeit hat, so einen Powerplan zu hinterlegen. Das heißt, wenn ihr eine Wattmessung habt, könnt ihr hier die Strecke planen und entsprechend hier sagen, ich möchte so und so viel Watt in der Bereich fahren und dann kommt ihr eine gewisse Zeit an und könnt hier so einen Paceplan quasi ja, erarbeiten. Das unterstützt der Explore an der Stelle nicht. Was aber unterstützt, ist trotzdem die Wattmessung, also ihr bekommt die trotzdem angezeigt, eine Statistik und wird auch alles übertragen. Das ist alles dabei. Was ebenfalls nicht dabei sind, sind zum Beispiel tägliche Trainingsvorschläge etc. Das gibt es natürlich auch nicht. Das ist aber auch nicht der Teil des Videos gewesen. Es geht jetzt mal rein in die Navigation und hier müsst ihr, wie gesagt, bis auf die eine Sache kaum Abstriche machen. Was ich damit sagen will, der Garmin Explore 2 ist wirklich eine sehr gute Alternative, wenn ihr wirklich nur ein Navigationsgerät sucht. Natürlich ist der Edge 1040 noch etwas größer, hat einen größeren Akku, hat natürlich eine längere Akkulaufzeit. Aber ich sag mal, für die normalen Standard-Tagestouren ist der völlig ausreichend und wäre für mich tatsächlich auch der engeren Wahl für meinen alten Edge 820, den ich hatte. Das Display ist auch ein bisschen größer als beim 820er. Und ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis, was hier Garmin angeht, ist wirklich sehr gut. Wenn dich noch mehr rund um Garmin interessiert, ich habe hier oben mal eine Playlist gemacht, da kannst du mal reinschauen. Da habe ich den Edge 1040 auch schon mal vorgestellt. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke hier unten mal eine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reinschauen, da siehst du, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Natürlich freue ich mich, wenn du auch ein Abo da lässt, beziehungsweise wenn du nochmal hier vorbeischaust. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.